Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch mein neues Rad, das Mason Exposure, vor, nachdem ich die ersten ca. 1800 Kilometer darauf zurückgelegt habe. Es handelt sich hierbei um ein Stahlrad der Firma Mason Cycles. Mason Cycles ist eine recht kleine englische Firma mit, ich glaube, 7 Mitarbeitern, wobei sie ihre Räder in einer Scheune nähe Brighton zusammenbauen. Das Tolle an Mason Cycles ist, man kann komplette Räder bestellen, man kann nur die Rahmen bestellen oder man wählt sich alle Teile selbst aus. Beim Kauf eines Rades bei Mason Cycles kann eigentlich über jedes Detail gesprochen werden, die Komponenten können relativ frei ausgewählt werden. Der Kaufvorgang fühlt sich fast persönlicher und flexibler an als bei vielen Händlern vor Ort. Gefertigt wird der Rahmen in Italien beim Traditionsunternehmen Sisli Barco, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bei der Farbe handelt es sich um Optic Green und verbaut wurde auf Anfrage, da es damals noch nicht verfügbar war, die 1x12-fach GRX-Schaltung mit einer 1051er Kassette und einem 42er Kettenblatt. Zusätzlich habe ich noch Hand-Carbon-Laufräder bestellt. Diese wären auch lieferbar mit Nabendynamo, darauf habe ich allerdings verzichtet. Ich habe den Rahmen in Größe 54 bestellt, bei 1,80 Meter und einer Innenbeinlänge von 85 cm. Ebenfalls dazu bestellt habe ich einen Lenker von Deda, und zwar den Gera Alloy. Mit dem war ich leider nicht sonderlich zufrieden und habe den schon ausgetauscht gegen den ZIP Service Course Explorer. Beim Sattel handelt es sich um den Fizik Terra Argo, von dem ich eigentlich recht positiv überrascht bin. Für Stahl habe ich mich entschieden, da ich einfach auf unseren Bikepacking-Touren einen sicheren und zuverlässigen Begleiter wollte, also abgesehen von der Karre natürlich. Mason Cycles bietet neben den Exposure auch noch das Mason Bouquet an. Das ist von der Geometrie her relativ ähnlich wie das Exposure, nur der Rahmen besteht aus Alu. Aber dadurch, dass ich ja das Canyon Grizzle bereits besitze mit einem Alurahmen, wollte ich diesmal einen Stahlrahmen. Und wenn ich schon mal beim Canyon Grizzle bin, die zwei Räder unterscheiden sich in ihrer Geometrie um einiges. Auf dem Grizzle sitzt man eigentlich relativ sportlich drauf. Also wer sich ein bisschen mit der Geometrie von Fahrrädern auskennt, der Stack-to-Reach-Ratio vom Grizzle beträgt 1,43 und der des Mason Exposure 1,54. Das Exposure ist um einiges aufrechter. Das Rad verfügt über unzählige Anschraubpunkte, was dazu führt, dass man nicht mit Adaptern für die Flaschen herumspielen muss. Und zusätzlich gibt es natürlich fürs Bikepacking genügend Stellen, um eben zum Beispiel Flaschen anzubringen. Und wie man hier auch noch sieht, die Kabel sind innen verlegt. Das war eins der Kaufargumente für das Fahrrad. Ich war nämlich auch am Überlegen, mir das Fairlight Secan zuzulegen. Ein wunderschönes Rad, ebenfalls aus England. Aber was mich daran gestört hat, waren eben die außen verlegten Kabel. Und was stört mich jetzt eben daran, also vielleicht geht es nur mir so, aber beim Bikepacking mit den ganzen Taschen bin ich eigentlich immer recht froh, wenn ich nicht irgendwo zwischen den Kabeln die Taschen anbringen muss und diese vielleicht einklemmen. Ja, also innen verlegte sind mir einfach lieber. Verbaut sind auch eine Carbon-Gabel und eine Carbon-Sattelstütze. Wie man an der Gabel eben sehen kann, ist das Rad fürs Bikepacking wie geschaffen. Das Rad verfügt über eine Reifenfreiheit von 50 mm bei 700C Reifen und von stolzen 2,35 Zoll bei 650B Reifen. Also mal schauen, ob ich das jemals austesten werde, aber es ist gut zu wissen, dass man so viel Spiel nach oben hat. Was noch sehr toll ist an dem Rad ist, dass das Innenlager kein Pressfit ist, sondern ein Schraubgewinde. Darüber bin ich ziemlich froh, also was vermutlich jeder nachvollziehen kann, der schon mal ein Pressfit wechseln musste. Das Rad wiegt ohne Pedale 9,6 Kilo, also es ist 1 Kilo leichter als das Canyon Grizzle. Und wie fährt sich das Rad nun? Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Aufgrund der Jahreszeit bin ich natürlich jetzt viel auf Straße gefahren, aber die letzten Tage war auch wieder rauer Schotter möglich. Und vor allem haben auch die verhältnismäßig warmen Temperaturen wieder lange Touren zugelassen. Und ja, also möglicherweise spielt sich das Ganze ja nur im Kopf ab. Aber ich muss sagen, der Stahlrahmen hat mich völlig überzeugt.
Ich habe ja vorher eigentlich befürchtet, dass sich das Ganze vielleicht ein bisschen weich oder schwammig anfühlt im Wiegetritt und beim Sprinten. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht der Fall. Es fühlt sich jetzt vielleicht nicht ganz so steif und direkt an wie das Canyon Grail, das eben aus Carbon ist, aber es steht dem nicht weit hinten nach. Und bei wirklich rauem Untergrund fühlt sich die Kombination aus Carbonlaufrädern und Stahlrahmen an, als ob man auf Wolken dahin fährt. Also das ist wirklich 1A. Und was zusätzlich noch wirklich toll ist, ist eben auch die Schaltung, die 1x12 GRX. Das ist mein erstes Rad mit einer Einfachschaltung und dementsprechend war ich vor der ersten Fahrt auch relativ nervös. Ich wusste einfach nicht, ob die Sprünge zwischen den Gängen vielleicht zu groß sind oder ob vielleicht der kleinste oder größte Gang nicht ausreicht. Aber diese Unsicherheit wurde mir eigentlich schon nach der ersten Ausfahrt genommen. Also die Bandbreite von der 1051er Kassette ist wirklich beeindruckend. Der schwerste Gang fährt sich sogar so um 2 bis 3 km/h schneller als bei der am Grizzle verbauten 2x11-Fach-Schaltung. Nur beim leichtesten Gang mit 51 Zähnen merkt man, dass er ein bisschen schwerer ist als meine umgebaute Version am Grizzle mit 42 Zähnen. Allerdings gibt es hier immer noch die Möglichkeit, vorne anstatt dem 42er Kettenblatt einen 40er zu verbauen. Womit ich allerdings nicht gerechnet habe beim Rad, ist, dass es sich sehr agil anfühlt, was dem Handling im Gelände ziemlich zugute kommt. Allerdings merkt man bei zum Beispiel recht schnellen Abfahrten, so ab 60 km/h, dass der Lenker ein bisschen nervös wird. Und wenn wir eben schon bei schnellen Abfahrten sind, dieses Jahr ist ein Urlaub geplant in den Dolomiten. Da wird es einige ziemlich schnelle Abfahrten geben und da werde ich dann 32er Reifen montieren und werde euch dann berichten, wie es sich damit anfühlt. Und nach den Dolomiten sind dann auch einige Bikepacking-Touren in Europa geplant und da werde ich das Rad dann einmal auf Herz und Nieren testen. Also abschließend kann ich sagen, ich bereue den Kauf keinen Moment. Mir gefällt das Rad extrem, die Geometrie ist wirklich perfekt, also auch bei langen Fahrten, ich habe keine Schmerzen. Was ich beim Grizzle manchmal hatte, dass ich so Nackenschmerzen hatte, das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich kann das Rad echt nur weiterempfehlen. Der Rahmen hat zwar einen stolzen Preis von 2.400 €, aber bei der Qualität und bei der Langlebigkeit bin ich gerne bereit, das auszugeben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute mal in einem etwas anderen Format. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und wir werden uns wiedersehen. Euer Grevelino.